Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meiner heutigen aktuellen Buchkritik. Heute möchte ich euch einmal mehr einen Roman von John Grisham vorstellen, der ja hier seit 1989 schon seinen erstklassigen Ruf genießt, und zwar primär als Autor von Thrillern im Anwaltsmilieu. Heute möchte ich euch konkret diesen Roman hier vorstellen. Und hier ist der Band. Es ist von John Grisham der Roman Die Schuld, erschienen im Jahr 2003. Hierbei geht es vom Thema her um den steilen Aufstieg und den vor allem noch steileren Abstieg des jungen Rechtsanwalts Clay Carter aus Washington, D.C. Clay Carter war 5 Jahre lang Pflichtverteidiger und hat eben dort entsprechend vom Gericht her Mandanten zugesprochen bekommen, bei denen es meistens um Drogenabhängige geht, die er dann entsprechend halt auch im Gefängnis immer wieder mal besuchen musste. Privat ist sein Leben halt auch nicht gerade so das Allerschönste. Er hat zwar schon eine langjährige Freundin namens Rebecca, doch deren Eltern haben entsprechende Ansprüche an Clay, die er einfach nicht erfüllen kann. Rebeccas Vater fordert halt auch Clay auf, endlich mehr für sein Leben zu tun, eben vor dem Hintergrund, dass er ein berühmter Anwalt werden soll, der ja schließlich seine Tochter Rebecca heiraten soll. Doch das Ganze ändert sich schlagartig, als Clay Carter eines Tages ein Angebot gemacht bekommt von einem Mann, der sich Max Pace nennt. Dieser schlägt ihm vor, sich um einen besonderen Fall von Medikament zu kümmern, und zwar ein Medikament, das gravierende Nebenwirkungen aufweist. Und dieser Fall ist nicht einzigartig. Und so entschließt sich eben halt Clay Carter, dieses doch recht verlockende Angebot anzunehmen, bei dem er immerhin mehrere Millionen US-Dollar als Belohnung in Aussicht gestellt bekommt. Dieser erste Vorfall durch Max Pace, dem folgen gleich noch mehrere andere, und Clay sieht sich sehr schnell dazu eben gezwungen, seine Anwaltskanzlei dramatisch zu vergrößern, um eben Sammelklagen im Auftrag von Max Pace eben einzureichen. Und zwar Sammelklagen dahingehend, dass es nicht zu einer Gerichtsverhandlung vor Ort in einem lokalen Gericht kommt, sondern Sammelklagen, bei denen man sich am besten schon im Vorfeld außergerichtlich durch einen Vergleich einigt. Und zwar Vergleiche, wie sie in den USA üblich sind, durchaus in Millionenhöhe. Das Buch ist, wenn man es so liest, wirklich mehr als die Hälfte des Buches hinweg doch recht schleppend. Man erfährt immer so ein bisschen mehr über Clay Carter, über sein Leben, bevor er halt eben diese steile Karriere auf sich nimmt. Man erfährt so von seinem Hintergrund. Man erfährt von seinem Vater, der ja mittlerweile in der Karibik lebt, dort aber mehr schlecht als recht sein Leben fristet. Man erfährt von Clays langjähriger Freundin, Verlobten Rebecca, von der er sich dann zwischenzeitlich auch trennt, beziehungsweise sie sich von ihm trennt. Er geht seiner Karriere nach, er scheffelt wirklich Millionen Dollar, erweitert seine Kanzlei, hat eigentlich keine Ahnung davon, was es heißt, ein knallharter Verteidiger zu sein vor Gericht, weil er halt eben immer nur kleinere Mandanten hatte, die eben mit kleineren Delikten nur eben ins Gefängnis gebracht wurden. Jetzt geht es um das knallharte Anwaltstum, und zwar Vergleich mit eben entsprechenden Großfirmen. Doch der Titel Die Schuld im Deutschen zeigt ja schon, irgendwo muss es ja um das Thema Schuld gehen. Und zwar die Schuld, in dem Fall die Schuld von Clay Carter, unserem Protagonisten. Denn so schnell und so steil sein Aufstieg auch war, er scheffelt Millionen mit seinem ersten Fall, wird er doch ziemlich schnell schier größenwahnsinnig. Er sieht sich entsprechend immer wieder auf den Titelseiten einschlägiger Zeitungen und Zeitschriften, und die Angebote, die ihm immer wieder durch Max Pace gebracht werden, sind halt auch zu verlockend. Millionen, die ihm winken, wenn es ihm gelingt, diesen Fall entsprechend für sich zu entscheiden, und zwar idealerweise im Fall eines Vergleichs. Doch wie es halt so oft im Leben ist, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Noch während er mit seinem zweiten und auch bereits mit seinem dritten Fall zugange ist, melden sich auf einmal die Mandanten seines ersten Falles wieder zu Wort.
Mandanten, die sich von ihm geprellt fühlen. Mandanten, die einfach nicht wahrhaben wollten oder es schlichtweg übersehen haben, dass er als ihr Anwalt von vornherein klargestellt hat, dass er 30% der zugesprochenen Summe für sich einstreichen wird. Jetzt muss man sich vorstellen, Sammelklage. Eine Sammelklage sind ja nicht unbedingt nur 5 bis 10 Mandanten, sondern hier haben wir durchaus auch Sammelklagen in dem Roman, wo es um Tausende von Mandanten geht. Wenn man jetzt natürlich dann 20.000, 30.000 Mandanten hat und es gelingt einem, eine Firma für 20 Millionen beispielsweise zu verklagen, muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass dann die Schadensersatzsumme schon relativ klein ist pro Kopf. Und wenn man diese auch nochmal 1/3 abzieht für den Anwalt, bleibt natürlich für den Geschädigten nicht viel übrig. Die Summen, um die es hierin geht, sind natürlich wesentlich höher. Aber wenn ein letztendlich dann später doch zum Tode Verurteilter lediglich eine Schadensersatzsumme von 60.000, 70.000 US-Dollar bekommt und dann in den Medien erfahren muss, dass sein Anwalt durch diese Sammelklage über 100 Millionen für sich eingesprochen hat, ist natürlich klar, dass es hier zu einem wahren Eklat kommen wird und vor allem, dass auch der Anwalt früher oder später die Schuld eingestehen muss, nämlich die Schuld als Anwalt seiner Mandanten versagt zu haben. Und so kommt es halt auch, dass er nach seinem steilen Aufstieg sehr schnell wieder absteigt. Doch John Grisham wäre nicht John Grisham, wenn sein Buch nicht trotzdem in irgendeiner Form ein Happy End hätte. Wie dieses Happy End geartet ist, findet es heraus. Ich kann nur sagen, das Buch ist generell gut. Ich habe die gebundene Ausgabe, hier sieht man es ja nochmal. Die Ausgabe ist dafür, dass sie gebunden ist, nicht allzu dick. Da hatte ich schon dickere Bände, auch von John Grisham. Die Verarbeitung ist sehr gut. Es ist relativ dickes Papier. Die Seiten sind, wie man ja auch eben am Anfang schon sehen konnte, recht groß bedruckt. Insgesamt hat der Roman etwas über 440 Seiten, liest sich prinzipiell schnell herunter. Doch was mir halt hier aufgefallen ist, ist halt wirklich, über die Hälfte des Romans ist schleppend. Der Spannungsbogen baut sich wirklich nur langsam auf, bis es zum eigentlichen Eklat kommt, bis sich auf einmal das FBI einschaltet, bis eben Clay Carter mehr und mehr die Fälle davonschwimmen, bis er halt eben halt auch merkt, dass sein neuer Lebensstil, der sich angewöhnt hat, einfach zu viel Geld kostet. Seine Kanzlei verschlingt Unmengen an Geld. Die Werbung, die er treiben muss, das sind Millionen, die da hingehen. Er hat seinen Lebensstil entsprechend erweitert mit Privatjet und allem, was dazugehört. Auch dort fließen Millionen rein und es kommt aber kein Geld mehr zurück. Die Klagen werden zu einem Bumerang und das ist eben halt auch die Thematik. Und das ist ja auch etwas, was schon seit vielen, vielen Jahren in den internationalen Medien immer wieder breitgetreten wird. Und zwar eben das Gerichtsgebaren in den USA. Dass man eben die Möglichkeit hat, dort eine Klage einzureichen und Millionen oder sogar Milliarden zu fordern an Schadensersatz. Und die Gerichte eigentlich nur noch sagen, ja, wir sprechen den Schadenersatz in Höhe von einem Betrag X zu oder nein, wir kommen dem nicht nach. Und hier wird eben halt gezeigt, dass anhand von Vergleichen einige Firmen von vornherein dann gleich eben sehr, sehr hohe Beträge außergerichtlich anbieten, damit es überhaupt nicht erst zu einem Verfahren kommt, um eben halt zu vermeiden, dass eben durch die Geschworenen eine eventuell noch deutlich höhere Schadensersatzsumme zugesprochen werden könnte. Doch auch hier müssen eben halt die Anwälte ihren anwältlichen Pflichten nachkommen. Diese werden hier eben mehrfach eindeutig verletzt. Dies wird auch immer wieder klargestellt und führt eben halt auch dazu, dass eben dieses Thema, was eben Sammelklagen und Schadensersatzsummen im Vergleich oder im außergerichtlichen Vergleich angeht, dass diese hier speziell thematisiert werden. Doch bis es eben zum richtigen Höhepunkt kommt, bis es richtig die Spannung sich aufbaut, es zieht sich einfach dahin. Deswegen generell das Buch, man kann es lesen, ich empfinde es als gut, muss aber halt ganz klarstellen, dieses Buch ist nicht so gut wie manch andere Bände von John Grisham, da gibt es wahrlich deutlich bessere. Von daher war es das schon soweit von meiner Vorstellung Die Schuld von John Grisham aus dem Jahr 2003. In gewohnter Weise danke ich euch natürlich sehr für eure Aufmerksamkeit und bin auf euer Feedback gespannt. Wer von euch kennt das Buch vielleicht ebenfalls und wie ist eure Meinung über dieses Buch? Deckt sich eure Meinung, eure Erfahrung mit meiner oder seid ihr vielleicht doch gänzlich anderer Meinung? Das war's. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder auf diesem Kanal. Macht's mir gut und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.